Heute möchte ich mal ein Gerät vorstellen, was zwei meiner Sammelgebiete zusammenfasst, nämlich dieses Gerätchen von Kova. Es ist gleichzeitig ein Transistorradio und auch eine Kompaktkamera. Das kann man hier ganz gut sehen. Vorne, da ist das Objektiv. Hier ist der Lautsprecher für das Radioteil. Warum habe ich hier noch zwei weitere Geräte hingestellt? Na ganz klar, um die Zeit zu zeigen, in der dieses Gerätchen in Gebrauch war. Das hier ist ein Transistorradio, auch aus diesen Jahren es heißt Sternchen. Und das hier ist eine Kompaktkamera von Minolta, die jetzt gerade auf dem Kopf lag. Die verwendet den gleichen Film, der hier auch in der Kova-Kamera eingelegt wird. So, die waren ja nur zum Vergleich gedacht. Nehme ich mal aus dem Bild und lege die Kamera hier etwas weiter in die Mitte. Also eine Kamera und ein Radio. Man könnte sagen, für damalige Verhältnisse, das war schon ein Multimedia-Gerät. Denn zwei große Bereiche, Radio und Foto, wurden in einem Gerät zusammengefasst. Das war damals sehr ungewöhnlich. Und es gibt bis heute im analogen Bereich sehr wenig Geräte, die eine Kamera und ein Radio selbst beinhalten. Schauen wir uns das mal genauer an. Hier an der Seite, ich drehe es mal, ja, so ist richtig, sind die Bedienelemente für den Fotoapparat. Man sieht hier die Zeiteinstellung, Dauerbelichtung 50. Sekunde, 100. Sekunde, 200. Sekunde und hier auch die Blenden, die man einstellen konnte, von Blende 3,5 bis Blende 11. Es war damals üblich, dass Geräte keine Belichtungsautomatik hatten. Man musste entweder schätzen oder man benutzte ein extra Belichtungsmesser. Hier vorne, wie ich schon erwähnt habe, das Objektiv. Das ist hier in dem Fall ein Prominar 1:3,5 und die Brennweite sind 23 mm. Hier oben, ich hoffe, das sieht man so einigermaßen, hier oben ist der Synchronkontakt. Man konnte also auch ein Blitzgerät anschließen. Wollte man jetzt einen Film einlegen, dann drückte man hier rauf und der Blick in die Kamera wird frei. Man sieht hier noch eine Leerpatrone, die sozusagen eigentlich den Film aufnimmt. Ich versuche das mal rauszunehmen. Wahrscheinlich wird es mir so nicht gelingen. Doch, geht hier gerade. Oder es geht gerade doch nicht. So. Also man sieht hier, dass es jetzt sich hier um eine Attrappe in dem Fall handelt oder eine Leerpatrone. Die Filme sind eigentlich nicht mehr zu bekommen und sie werden eigentlich, kann man sagen, aufgrund des hohen Alters nicht mehr gut zu gebrauchen. Ich habe zwar noch einige Filme davon in der Tiefkühltruhe, weil sie sich dadurch lange halten, aber man will die auch nicht einfach verknipsen. So, das war im Grunde genommen der Kamerateil. Vielleicht hier unten noch der Hinweis, man zog hier also weiter den Film auf. Sogar ein Stativgewinde ist dran. Man konnte die Kamera also auch auf ein Stativ montieren. Kommen wir mal zum elektrischen Teil oder zum Radioteil des Geräts. Hier vorne, wo ich jetzt gerade mit dem Daumen wackle, ist die Einstellung der Frequenz. Und hier unten ist die Einschaltvorrichtung und gleichzeitig die Lautstärkeregelung. Das war ein Mittelwellenradio. Mittelwelle war damals
ein gut genutzter Frequenzbereich. Heute kann man leider mit dem Radio am Tage innerhalb von Deutschland kaum noch Radiosender hören, denn Deutschland hat den Rundfunkbetrieb auf Mittelwelle eingestellt. Abends, nach Einbruch der Dunkelheit, kann man auch ausländische Sender heute noch hören, weil es im Umland von Deutschland durchaus noch Mittelwellensender gibt, die Rundfunkprogramme abstrahlen. Hier an der Seite ist noch der Anschluss für den Kopfhörer oder einen kleinen Ohrhörer, den man da benutzen konnte. Eine Antenne ist von außen nicht zu sehen. Das liegt daran, dass für Mittelwelle zumeist Ferritantennen benutzt wurden. Ich zeige das mal hier, indem ich das Gerät aufmache. So, jetzt können wir in das Gerät reingucken. Hier kommt die Batterie rein. Das ist ein 9-Volt-Block, den es auch heute noch gibt. Und hier unten kann man hoffentlich ganz gut dieses schwarze Teil sehen mit dieser Spule drauf. Das ist die Ferritantenne. So brauchte man eben kein extra Antennendraht. Das reichte völlig aus. Dieses Radio ist ein 6-Transistor-Radio. Und es hat hier den eingebauten Lautsprecher, der eine gute Zimmerlautstärke liefern konnte. Das hier ist der Drehkondensator. Hier sind ZF-Filter. Das hier sind Transformatoren, die im Niederfrequenzteil die Übertragung von Stufe zu Stufe sicherstellen. Hier ist nochmal eben der Fotoapparat zu sehen mit seiner Mechanik. Und hier kann man hinten die Rückseite des Okular des Suchers erkennen. Der ist ja hier vorne mit seiner Ausblicköffnung. Ja, damit ist die Kamera und das Radiochen vorgestellt. Man hatte damals, nicht unüblich, in den Deckel auch nochmal das Schaltbild eingezeichnet oder eingelegt. Ich glaube, das kann man nicht erkennen. Ich weiß nicht, ob die Kamera es scharf zeichnen kann. Ich versuche es einfach mal. Ja doch, es geht so als kurzer Blick darauf. Die Kamera selbst oder das Radio wird auch bei mir auf meinen Webseiten vorgestellt. Einmal der Radiobereich bei Wumpus Welt der alten Radios und der Fototeil im Forum, das ich hier im Internet auch betreibe, mit dem Namen Blende- und Zeitforum. Ja, ich hoffe, es hat gefallen, mal so alte Technik hier zu betrachten. Mir gefällt das Gerät sehr gut, weil es eben zwei meiner Interessengebiete gleichzeitig umfasst. Das war's.